Wir versuchen seit 1,5 Stunden Almaty zu verlassen. Also ich mache mir jetzt wahrscheinlich viele Feinde, aber ich kann das Wort Schaschlik einfach gar nicht mehr hören. Boah. Schaut euch das einfach an. Also, wir haben echt vergessen, wie der Verkehr hier in Schimkent war. Timmy steht voll im Diesel. Richtig überfordert. Was soll denn das jetzt hier? Was ist das Bild hier? Schlimmste Grenzübergang ever. Hi, wir sind Dima und Katrin auf unserem größten Abenteuer gerade hier in Kasachstan. Wir stehen immer noch in Almaty, haben unser Visum abgeholt, erfolgreich abgeholt. Also unserer Überfahrt durch Russland steht nichts mehr im Wege. Und ja, wir freuen uns sehr, dass es in wie vielen Monaten? In einem Monat. Ja. In einem Monat geht's rüber nach Russland. Und so lange verbringen wir die Zeit. Ein kleines Stück noch in Kasachstan, ein bisschen länger in Usbekistan und dann auch noch Kirgisistan. Also, wir freuen uns, wenn du das Video bis zum Ende schaust. Und ja, was sagen wir? Bayachale! Und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ah ja, stimmt. Ja, und wir wurden in Almaty wieder reichlich beschenkt. Also, das ist wirklich eine Hausnummer. Der Vitali, also Vitala, hat uns wieder besucht. Als wir das letzte Mal hier in Almaty waren, haben wir euch ja erzählt, dass ein junger Mann hier war, der uns Kuchen gebracht hat, der uns Pizza gebracht hat. Und gestern Abend stand er wieder wie aus heiterem Himmel hier vor unserem Wohnmobil und hat uns wieder mit Kuchen beschenkt. Heute Mittag mit Mittagessen. Also wir sind unheimlich dankbar, dass er einfach so ein gebendes Herz hat. Und wenn du das siehst, Vitali, ganz, ganz liebe Grüße an dich. Möge der Herr dir das 10-fache zurückgeben. So, und wir packen jetzt ein. Wir haben erst überlegt, ob wir noch eine Nacht hier in Almaty bleiben, aber es ist so brutal heiß und man kann sich auch nicht wirklich bewegen. Und deswegen fahren wir jetzt schon mal langsam Richtung Schimkent, denke ich. Ja. Weil wir gehen ja rüber nach Usbekistan und ich denke, wir kreuzen dort irgendwie Schimkent und das war ja auch eine richtig schöne Stadt. Und vielleicht halten wir da an. Also es sind noch irgendwie 800 Kilometer, kann auch ein bisschen dauern. Aber wir fahren jetzt schon mal raus aus der Stadt und nehmen euch einfach mit. Abfahrt, wir sind bereit. Es ist so brutal heiß. Ich bin so froh, dass wir jetzt, wo das Auto läuft, die Klimaanlage anmachen können. Das ist wahrscheinlich auch mit ein Grund, warum wir krank geworden sind. Aber ohne Klima geht's einfach gar nicht. Null. Also hier drin sind 37 Grad, draußen, Rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Draußen 39 Grad. Und es wird nicht besser, Leute. Es wird einfach nicht besser. Wir schauen mal, wo wir heute landen. Und ja, auf geht's. Bayachale! Wie ihr seht, die Leute fliehen auch alle ins Einkaufszentrum, weil es da einfach klimatisiert ist. Und für die Kinder ist es ja jede Mall ist ja hier mit einem Spielplatz ausgestattet. Schön im Kühlen, so müssen sich die Kinder auch nicht auf dem Spielplatz irgendwie quälen bei der Hitze. Finde ich richtig cool. Ja, und wir sind auch echt dankbar. Das wird ja jetzt erstmal das letzte Mal gewesen sein, dass wir hier auf dem Parkplatz am Botanischen Garten in Almaty so sicher schlafen konnten. Also, ja, richtig cool, dass dort niemand was sagt. Und wir waren jetzt die letzten 2 Tage wirklich wieder viele, viele Camper dort. Aber ich denke, solange wie sich alle benehmen, wird es auch weiterhin möglich sein, dass Overländer dort einfach zur Ruhe kommen können, oder? Ja, Also das es ist denke ich auch, ja. Es ist, solange wirklich, so wie Katrin sagt, alle sich vernünftig verhalten und keiner seinen Müll hinterlässt oder irgendwas, wird auch kein Problem sein. Ja, also rein in das Chaos. Mal sehen, wie schlimm es heute wird, hier rauszukommen. Ob wir wieder 2 Stunden brauchen. Aber jetzt sieht es ganz schön leer aus, oder? Ja, hier. Hier.
Wir versuchen seit 1,5 Stunden Almaty zu verlassen. Das ist echt unglaublich. Oh, war das ein schöner Fluss. Ah, wir haben es geschafft. Wow. Ja, wir haben es geschafft, nach 1,5 Stunden Almaty zu verlassen. Schöne Stadt. Bis auf den Verkehr. So, jetzt gucken wir mal, wie weit wir noch fahren. Ich denke nicht mehr ganz so weit. Hauptsache, wir haben jetzt erstmal dieses Chaos hinter uns gelassen. Ты был всегда. Ты был всегда. Где же ты, спрашиваем мы? Ищем тебя среди небес. Смотрим вдаль, но не видим мы, что ты рядом, ты здесь. Мы ищем тебя среди бед и тревог, не замечая протянутых рук. А ты каждый день стучишься в сердце, но мы не слышим тот твой тихий звук. Ты был всегда, всегда со мной, в каждом дыхании за моей спиной. Я искал тебя в далеких мирах, а ты тихо жил в моем сердце всегда. Ты ближе дыхания, ближе меня. Ты не покидал меня никогда. Мы смотрим на небо, хотим тебя знать, а ты был внутри нас. Осталось понять. So, ihr Lieben, wir wissen gar nicht, wie weit wir jetzt raus von Almaty sind, aber wir sind schon ein Stück gefahren. Aber wir denken, es könnte vielleicht sogar regnen, dass wir uns jetzt für diesen Platz hier entschieden haben. Wir sind einfach von der Autobahn, denke ich, ist das, abgefahren, weil hier fester Untergrund ist und sonst ist alles nur so sandig. Deswegen ist das für heute Nacht ein richtig guter Ort. Klar, ich weiß nicht, ob ihr es seht, im Hintergrund fahren die LKWs, aber das stört uns ja weniger. Aber wisst ihr, wie das hier riecht? Dimi sagt gerade, es riecht ein bisschen wie nach Honigmelone, oder? Honigmelone und Steppe, Ja. so gemischt, ein richtig schöner Geruch. Ja, also was für ein Geruch, so wie mein Taschkent-Tee schmeckt, so riecht es hier. Oh, ich wünschte, wir könnten euch das rüberschicken und schaut euch mal diese spektakuläre Sonne im Hintergrund an. Wir machen jetzt hier mal Schluss an der Stelle und versuchen euch einen richtig, richtig schönen Sonnenuntergang zu schenken. Und ja, wenn nichts Spannendes mehr passiert, würde ich sagen, sehen wir uns morgen früh. Und wenn doch, machen wir die Kamera nochmal an. Genau. Also, Gute Nacht. guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben richtig gut geschlafen. Also trotz der Autobahn, trotz der LKWs war das echt eine erholsame Nacht. Ja, gesundheitlich geht es uns auch wieder besser. Jetzt ist nur noch der Husten so da, der so ein bisschen quält. Aber ja, uns geht's gut und wir haben schon alles eingeräumt.
Demi muss nur noch von den Keilen runterfahren. Und dann bewegen wir uns mal langsam Richtung Schimkent. Wir sind gespannt, was wir euch heute zeigen können. Gestern war ja nicht so viel, aber ja, an Fahrtagen ist es so, ne? Da erlebt man noch nicht so viel und das Einzige, was da bleibt, ist unser Gequassel in die Kamera und ja, die Landschaft. Aber ich denke, ihr schaut ja auch zu, damit wir euch noch ein bisschen was von Kasachstan zeigen können. Und wir sind gespannt auf den Tag, was er heute für uns hat und wir nehmen euch gerne mit. Also, wir hatten jetzt so ganz kurz die Klimaanlage aus, weil Dimi die Keile verräumt hat. Ich bin komplett nass geschwitzt. Wir haben 40 Grad und hier drin haben wir 36 Grad. Ich vermisse den Winter. Ich möchte so gerne Winter haben. Dann jammer ich wahrscheinlich, weil es kalt ist. Aber jetzt möchte ich Winter. Also, wir machen uns auf. Und es ist gerade mal kurz vor 11. Ich habe auch gesehen, es ist eine Hitzewarnung raus. Ich bin gespannt, wie heiß es noch wird. Mann, Mann, Mann. Ich habe gerade zu Katrin gesagt, inzwischen ist das so, zum Beispiel früher, wo wir in Deutschland jetzt fest waren und sagen wir mal einmal im Monat oder einmal in 2 Monaten zu unserer Familie nach Nordrhein-Westfalen gefahren sind. Das sind ungefähr 500 Kilometer und ich habe es gehasst, diese Autobahnfahrten. Ich wäre lieber mit dem Zug gefahren, weil ich habe es einfach gehasst, diese Strecke, diese 500 Kilometer, einfach nur Autobahn. Inzwischen, während dieser Reise hat sich das so entwickelt, dass ich auf das Tacho schaue und gucke, oh, heute müssen wir ja nur 500 Kilometer machen. Das geht ja. Also irgendwie hat sich meine Einstellung komplett gewandelt. Also für mich sind 500 Kilometer nicht mehr eine so weite Strecke, sondern wenn es 1000 Kilometer sind, dann ist schon kein Bock drauf. Aber bei 500, oh ja, das ist ja machbar heute. Ja, das ist wirklich unglaublich. Also ich habe das so gar nicht erwartet, was das für Distanzen sind, die wir hier runterbrechen. Also ich habe das voll unterschätzt. Ich wusste, dass Kasachstan ein großes Land ist, aber dass es so extrem weite Strecken zu bewältigen gibt, das habe ich unterschätzt. Aber ja, so haben wir aber auch echt viel gesehen. Wir konnten euch echt viel zeigen. Das hört sich jetzt schon nach Abschied an. Wir sind noch gar nicht fertig mit Kasachstan. Wir kommen ja noch mal wieder. Selbst wenn wir es jetzt schaffen, in 2 Tagen rüber nach Usbekistan zu kommen, haben wir ja dann noch mal, ich glaube noch eine ganze Woche dann, ja noch eine ganze Woche, die wir dann in Kasachstan sein werden, wo wir so ganz langsam ausreisen und ja. Ach, fällt schon schwer, der Gedanke. Ich sehe es auch bildlich so vor meinen Augen, wie sehr wir uns gefreut haben, dass wir Kasachstan erreicht haben. Und jetzt 4 Monate später ist es fast so weit, dass wir auf Wiedersehen sagen müssen. Wir sagen bewusst auf Wiedersehen, weil wir uns ja wiedersehen. Weil wir ja zurückkommen. Also, wir sind ja mal wieder ohne zu frühstücken losgefahren. Und jetzt haben wir mal einfach hier angehalten. Gucken mal, was es hier gibt. Und wir nehmen euch mit. Ich sehe schon Schaschlik. Oh. Also, ich mache mir jetzt wahrscheinlich viele Feinde, aber ich kann das Wort Schaschlik einfach gar nicht mehr hören. Ich sag jetzt so noch Fleischpraline. Hört sich doch ein bisschen besser an, oder? So, dann gucken wir mal, wie wir hier ohne nasse Füße durchkommen.
Hä? Boah. Sieht doch gut aus, oder? Fleischpralinen. Ich würde ja gerne da sitzen. Aber Dimi kann ja nicht so lange im Schneidersitz sitzen. Deswegen gehen wir mal hier hin. Also, was nehmen wir denn heute? Schaschlik, ein Spieß 4 Euro. Sind ja schon fast deutsche Preise hier. Also, Essen ist da. Gerade der junge Mann, der da hinten steht, in Weiß, ist ein Kasache, der in der Türkei studiert und hat sich für unsere Kamera interessiert. Haben wir ihn motiviert, auch einen YouTube-Kanal aufzumachen. Er wollte so ein bisschen filmen, wie er in der Türkei lebt und was er dort alles macht, genau. Ja, aber jetzt wenden wir uns wieder den Fleischpralinen zu und wir danken dir, lieber Vater im Himmel, für das köstliche Mahl, für diesen Salat und für dieses Brot und segne die Hände, die es zubereitet haben, in Jesu allmächtigen Namen. Amen. Lass dir schmecken. Du auch. Ich hab ja nichts. Seht Du ihr? hast Salat. Fast alles aufgegessen. Aber jetzt gerade sitze ich hier und denke drüber nach. Eigentlich ist es richtig cool. Irgendwie ist das blöd. Niemand würde in Deutschland so essen gehen, mitten so an der Straße, In den Abgasen. in Abgasen. Aber das hat was auch Abenteuerliches, einfach Ja, ne? Ich zeig's mal. was cool, einfach cool irgendwie. Alles voll mit chinesischen Autozulieferern. Also da hinten fährt gerade auch einer weg. Also es ist schon wild hier, aber auch spannend, oder? Wer kennt von euch Приключения Шурика? Es gab so einen Film, es ging um einen Studenten und der hat dann auf einem Bau gearbeitet und da war ein Verbrecher, der musste da auch arbeiten. Und jedes Mal, wenn ich den Schaschlik esse, erinnere ich mich daran, wie der Verbrecher den Schaschlik ganze Zeit futtert. Er bekommt so eine Riesenportion zu essen und während der Student sein Kefir trinken muss. Und dann sagt der Verbrecher zu diesem Studenten: Siehst du, Student, lerne von mir. Wer nicht arbeitet, der isst. Кто не работает, тот ест. So, weiter geht's. Man mag sich nicht bewegen. Echt nicht. Mann, 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 so eine Hitze. Und wisst ihr, was ich noch so richtig cool finde hier in Kasachstan? Die Leute sind ja ständig unterwegs. Und wenn die dann Hunger bekommen, dann halten die einfach egal wo an, suchen sich ein Bäumchen, wo Schatten ist, holen ihre Decken, ihre Familien aus den Autos und setzen sich in Schatten und essen dort. Das zieht sich so durchs ganze Land, ne? Das haben wir immer wieder gesehen und das finde ich richtig, richtig cool.
Also jetzt gerade haben wir wieder absolut die Bewahrung gespürt. Wir haben jetzt auf dem Weg, wir fahren ja schon, glaube ich, 300 Kilometer oder so. Und es waren immer mal so 3 LKWs, die sind in Kolonne gefahren, die haben Traktoren neue transportiert. Und wir haben noch gedacht, boah, die sehen aber echt überladen aus. Und dann waren wir an einer Tankstelle. Und es hat echt lange gedauert, ne? Dann war Stromausfall. Dann hat er die Zapfsäule nicht frei gemacht. Also wir haben dort ewig viel Zeit verloren. Und dann sind wir weitergefahren an eine andere Tankstelle. Und dann hat auch ein bisschen gedauert. Und jetzt fahren wir hier gerade und diese 3 beladenen LKWs haben einfach einen Riesenunfall mit noch 2 anderen LKWs gehabt. Und das zeigt einfach wieder so, wir waren immer so auf derselben Höhe irgendwie. Und dadurch, dass wir aber ausgebremst worden sind, klar war das in dem Moment ein bisschen nervig, weil es einfach nicht vorwärts ging an der Tankstelle. Aber jetzt im Nachhinein haben wir diese Zeit einfach gebraucht, um nicht in diesen Unfall verwickelt zu werden. Und das zeigt einfach wieder, dass Gott seine schützende Hand über uns hat. Ich weiß nicht, hast du auch erwähnt, dass das Stromausfall auch plötzlich war? Ja. Auf einmal Stromausfall, wir konnten nicht bezahlen, alle Geräte ausgewiesen. Ja. Und das hat uns irgendwie so Zeit verschaffen, dass Ja. wir nicht weiter konnten. Ja. Das ist heftig. Also wir hoffen sehr, dass niemand verletzt ist von den Lkw-Fahrern. Einer lag so halb, der andere lag wirklich auf dem Boden. Und also das war ein schreckliches Bild. Hab Verständnis, dass wir das nicht filmen, aber ja, wir sind einfach wirklich, wirklich bewahrt durch die Hand Gottes. Unglaublich. Schaut euch das einfach an. Das ist doch nicht normal. Und das ist nicht das erste Mal, dass wir das so sehen. Und wir sehen ja auch, dass echt viel Polizei unterwegs ist und einfach die Lkw-Fahrer rauszieht. Und wenn wir diese Bilder so sehen, dann finden wir das auch absolut richtig. Also, ich meine, er riskiert ja auch sein Leben damit, oder? Und das Leben von anderen. Na, da fehlt mir ein bisschen das Verständnis für. Wahnsinn.
Also, wir haben echt vergessen, wie der Verkehr hier in Chimkent war. Das ist ja der Hammer. Also, unter meinen blond gefärbten Haaren bin ich jetzt extrem grau geworden. Also, ich bin so dankbar, dass Timmy da so die Ruhe weg hat. Ich kralle mich hier ständig im Sitz fest, weil ich denke, es rumst jetzt jeden Moment. Also, Leute. Aber wir freuen uns, wieder in Chimkent zu sein. Ist echt eine schöne Stadt und ja, auch wenn es nur für eine Nacht ist. Und es hat noch 36 Grad und wir haben 7:30. Also hier ist echt, hier geht der Wind ein bisschen, aber es fühlt sich an wie mein Dyson-Föhn auf volle Pulle. Brutal. Ich merke, es waren 34, hier zieht mal in die Stadt rein. Ja, jetzt sind schon 36, ne? Ja, bleib stehen. Sag ja, die Steppenkrieger sind wieder unterwegs. Ah. Ihr Lieben, wir sind wieder an dem Platz. Ich zeig's mal kurz, vielleicht erinnert sich der eine oder andere. Wir haben letztes Mal da drüben gestanden, auf der anderen Seite. Und hier standen ja die ganzen Expeditionsmobile und der Helmut und so. Oh, so schön. Schade, heute sind gar keine Reisenden hier. Ja, wir hätten gern noch welche getroffen. Aber hier haben wir richtig gut geschlafen und richtig sicher. Und für die, die es noch nicht gesehen haben, wir zeigen euch jetzt noch schnell was. Ich halte gerade meinen Po in dem warmen Wind, damit es ein bisschen trocknet. Ich bin nass geschwitzt. Schaut euch das an. Das sieht so beeindruckend aus. Und im Hintergrund weht einfach diese große kasachische Flagge. Oh Mann, so cool. Hallo Helmut. Hallo liebe Silke. Hier haben wir uns das erste Mal getroffen. Ach, wir erinnern uns so gern an die Zeit und ja, es war einfach so schön mit euch hier. Ja, wäre schön, wenn wir euch hier heute nochmal getroffen hätten, aber ihr seid ja schon viel weiter. Ganz, ganz liebe Grüße an euch. Kuckuck. Es ist so schön hier zu sein und ja, es war wieder ein richtig langer Fahrtag. Ja, für die, die es nicht wissen, warum wir jetzt gerade von Almaty bis hierhin einen Sprint gemacht haben. Wir haben keine Zeit mehr hier in Kasachstan. Also wir haben noch ungefähr eine Woche, grob gerechnet, für den Rückweg nachher. Wir müssen ja am 10. Oktober in Russland einreisen. Und wir brauchen ja noch eine gewisse Zeit nachher von Usbekistan nach Kasachstan und dann zur Grenze. Und diese Zeit müssen wir uns einfach aussparen. Und deswegen geben wir jetzt so viel Gas, dass wir hinten raus zur Ausreise einfach ein paar Tage mehr Zeit haben, um uns richtig von Kasachstan zu verabschieden. Ja. Wir sind auch echt müde und wir müssen noch ein bisschen was arbeiten und noch ein bisschen was kochen vielleicht, wissen wir nicht. Aber wenn nichts Spannendes mehr passiert,
dann verabschieden wir uns für heute und sehen uns dann morgen wieder. Genau. Wir freuen uns. Hätte ich gewusst, dass Katrin so lange redet, hätte ich das Ding hingestellt. Rede ich schon wieder so lange? Ja, ich weiß fast. Also, Leute, rede ich zu lange? Nein. Ja, ich weiß. Ja, Ich rede zu viel und zu lange, aber ist ja nicht schlimm. Also, wenn nichts Spannendes mehr passiert, sehen wir uns morgen. Gute Nacht. So, einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ja, wir haben jetzt gerade mal so ungefähr, ich glaube 11 Uhr. Wir sind heute relativ spät aufgestanden, haben uns jetzt fertig gemacht. Katrin macht sich noch ein bisschen fertig. Und dann wollten wir eigentlich los. Aber vorher müssten wir Wasser auffüllen. Und das zeige ich euch, wo das ist. Stehen wir hier vorne auf diesem Parkplatz. Und hier gibt es so ein Grundstück, wo letztes Mal, wo ich gesehen habe, da haben sie so, ja, irgendwie eine Art Werkstatt oder was. Ich weiß nicht, ob es Autowerkstatt ist oder was die da alles machen. Auf jeden Fall, wenn man hier drauf geht und fragt, ob man Wasser haben kann, kann man sich hier Wasser auffüllen, genau. Ja, wir haben jetzt ungefähr 40 Grad draußen, im Auto 36 Grad und wir freuen uns schon, dass wir losfahren und die Klimaanlage anmachen können. Ja, die Reise bis nach Usbekistan an die Grenze, sagt Katrin, dauert ungefähr 4 Stunden. Aber bevor wir losfahren, haben wir uns entschieden, einen Ort hier noch in Chimkent zu besuchen, den wir letztes Mal nicht besucht haben. Ich verrate euch noch nicht, was es ist. Seid gespannt. Ich habe jetzt mir Bilder und Videos angeschaut dazu. Es sieht recht cool aus. Also für Menschen, die historische Sachen mögen, bleibt dran. Es wird interessant. Bayachale. Eigentlich wollte ich euch noch mal den Platz hier zeigen, wo wir uns gestern verabschiedet haben. Heute ist alles leer, keine Kinder, keine Menschenseele. Kaum einer hier, ein einziger Mann sitzt da im Schatten versteckt. Nicht mal die Flagge will bei dieser Hitze heute wehen. Naja, aber gestern Abend sah das richtig schön aus, wie die Flagge geweht hat. Ich liebe die kasachische Flagge, die Farben, die Symbolik. Einfach nur herrlich, wenn sie im Himmel flattert. Hinter mir gibt es auch einen Spielplatz und auch einen Trainingsplatz. Und ja, ich wollte was zum Training sagen. Ich habe jetzt, seitdem ich krank geworden bin, gar nichts mehr gemacht. Aber ja, ich werde wieder damit anfangen. Ich will die Erkältung ganz überstehen. Also das ist ganz auskuriert und dann fange ich wieder an, täglich zu trainieren. Genau. Also Katrin hat einen Error wegen der Hitze. Die kommt nicht zurecht. Aber hier, ihr könnt bestimmt erahnen, was das ist. Da gehen wir jetzt rein. Old City von Chimkent. Und wir sind gespannt, was wir dort drinnen erleben werden. Ich freue mich darauf. Wer mich kennt oder inzwischen durch die Videos kennengelernt hat, der weiß, ich liebe sowas. Katrin ist dafür nicht zu begeistern, nie so richtig, oder? Nein. Aber sie tut es mir zuliebe und euch zuliebe. Ja, es ist so brutal heiß. Leute, ich weiß, ich jammer auf höchstem Niveau, aber diese Hitze verlangt mir alles ab. Alles. Oh Gott. Komm, gehen wir zusammen rein. Also, ich habe nachgeforscht. Für Einheimische kostet der Eintritt 500 Tenge und für Touristen wie uns 1000 Tenge. Das sind 2 Euro umgerechnet. Damit kann man arbeiten. Und hier ist schon der Eintritt. Ja, letztes Mal haben die Einheimischen schon gesagt, hey, ihr seid so nah, wir stehen ja direkt hier nebendran.
wieso wart ihr da nicht? Und deswegen haben wir gesagt, diesmal machen wir das und ja, sieht ja auch nett aus. Oh. Hier gibt es so ein Café. Dafür kann ich mich auch, wie nennt man das Wort? Keine Ahnung. Begeistern, genau. Ich habe gedacht, hier gibt es nur Steine und sowas. So cool. Also man sieht's nicht, aber da unten sitzt halt jemand. Soll halt darstellen, dass es so ein Gefängnis war, ne? Boah. Wie gut, dass der Arme da unten Schatten hatte. Ich kann nicht mehr. Es ist so heiß. Oh, gerade geht hier so ein Lüftchen, das ist so schön.
Wir werden nachher noch was zu der Geschichte hier von der alten Stadt Chimkent erzählen oder einfügen, wir wissen es noch nicht. Das war jetzt so ein Schnelldurchgang, hab Verständnis, aber brutal. Aber ja, schön anzusehen. Und wäre es nicht so heiß, hätte ich es vielleicht auch ein bisschen genießen können. So habe ich hier einfach nur einen Sprint hingelegt, um euch zu zeigen, wie es hier aussieht. Aber ich denke, so bei 25 Grad ist es echt schön, hier so durchzuspazieren, durchzuschlendern und ja, diese Atmosphäre zu genießen. Die Atmosphäre genieße ich jetzt tatsächlich hier im Schatten und ist wirklich ein schöner Ort. Können wir wirklich empfehlen. Also, das ist direkt neben dem Independence Park in Chimkent und ja, sehr leicht zugänglich. Also ihr Lieben, wie ihr seht, es war nicht so einfach für uns, das Ganze hier aufzunehmen. Oh Mann, für Katrin Hertha wie für mich, die Arme. Oh je. Ja, auf jeden Fall. Das war Old City von Chimkent. Der Name spricht für sich selbst. So sah das hier früher aus. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Für mich war es auf jeden Fall sehr, sehr interessant, wie es hier früher ausgesehen hat. Ich liebe ja sowas so sehr. Ich mag auch solche Filme, so ganz alte Filme, wo um solche Städte geht. Und deswegen ist für mich das was ganz Besonderes, gerade hier gewesen zu sein. Und was es noch ganz besonders macht, ist die passende Temperatur. Ich dachte, du sagst, du meinst nicht. Ich habe jetzt gedacht, er sagt was Romantisches, dass ich dabei bin, das ist so besonders. Oh mein Gott. Und natürlich die passende Frau. Er hat wieder alles gegeben. Minja Jarka. Richtig? Minja Jarka. Ja. Habe ich doch gesagt. Aber es gibt auch einen perfekten Ort hier auf diesem Gelände. Guckt mal. Hey. Cool.
So, wir sitzen im Auto, Klimaanlage läuft und jetzt geht's auf nach Usbekistan. Ich bin gespannt und auch ein bisschen aufgeregt, weil wir ja eine Drohne dabei haben. Ja, wir hoffen einfach, dass wir nicht gefragt werden, weil sonst sind wir unsere Drohne los. Ja. Was für ein da. Die steht voll im Diesel. Oh mein Gott, du Armer. Er hat nicht abgeschaltet. Der hat einfach nicht abgeschaltet. Oh mein Gott. Alles voll mit Diesel. Was denkst du, wie viele Liter waren das jetzt? Viele, oder? Was denn? Die rausgekommen sind. 3? 3 Liter bestimmt, wenn nicht sogar noch mehr. Und seine ganzen Socken, Schuhe, alles ist voll. Oh Mann. Schatz, ich will dir ja nichts, ne? Aber du riechst ein bisschen nach Diesel. Ich habe mir gedacht, wenn da so viel Diesel rauskommt und es sich sowieso nicht stoppen lässt, dann nehme ich einfach eine Dusche. Dieselbad. Dieselbad. Ja, er konnte einfach gar nichts machen. Der Schnapper, der hat einfach nicht reagiert, es hat nicht aufgehört. Schade, dass ich so spät erst gefilmt habe, weil das sah echt lustig aus. Ich wusste auch gar nicht, was ich machen soll. Ich war in Panik. Ich habe sowas noch nie erlebt. Es sah so lustig aus, wie er mit dem Tankschlauch getanzt hat. Und dann habe ich den einfach so aufgehangen. Und das hätte ich vorher wissen sollen. Sobald ich das aufhänge, blockiert es. Er stoppt ja. Wir haben das auch dann direkt an der Tankstelle gesagt. Dem war das scheiße. Denen war das egal, die haben Demi nur ein bisschen belächelt. Und demnächst wird es wahrscheinlich genauso gehen wie Demi. Oh, der Arme tut mir jetzt schon leid. Also, wir sind unmittelbar vor der Grenze. Nicht mehr weit. Und wir haben ein bisschen Hummeln im Po, würde ich sagen. Streckenverlauf 800 Meter folgen. Also, das war die falsche Grenze. Hier kommen nur LKWs drüber. Hier kommen wir nicht durch. Jetzt müssen wir gucken, wo die andere ist für uns Autofahrer. Also wenn ich mir das hier so anschaue, dann glaube ich, dass das ein sehr wilder Grenzübergang wird. Wir hoffen das Beste, echt. Aber schlimmer wie von Georgien nach Russland kann es nicht sein, oder? Ah ja, das war auch heftig. Und dann darum musst du. Ja. Ja, sag doch das noch nicht. Kreisverkehr abfahren auf Ismailov Street. Wo muss ich jetzt hin? Du sollst da hinfahren.
nervt mich gerade. Also das ist ja brutal hier. Hier steht irgendwie, dass es geschlossen ist und dann fangen dich irgendwelche Leute ab, die sagen, du kommst hier über die Grenze mit mir schneller, du bezahlst ein bisschen Geld. Wir sind gerade richtig überfordert. Was soll denn das jetzt hier? Hä? Das verstehe ich alles nicht. Jeder versucht ein bisschen Geld zu verdienen. Boah. Wir sind echt gestresst, Leute. Also, sowas haben wir noch nicht erlebt. Das war ein Gewusel, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wir haben uns jetzt einen anderen Grenzübergang rausgesucht. Der ist 81 Kilometer von hier. Und ich denke, dass wir den einfach nehmen. Also dem... einen Moment. Metern in den Kreisverkehr. Leute, das war jetzt ein Schock. Ich musste das Gespräch abbrechen, weil wir so an der Tankstelle gestanden haben und Demi wollte sich ja einen Überblick verschaffen. Auf einmal kommt ein Mann, klopft an die Scheibe und sagt, ich muss das Auto wegfahren. Ich sage, ich kann das hier nicht wegfahren. Hier ist so chaotisch. Ich würde hier niemals fahren. Und dann habe ich gesagt, mein Mann ist nur schnell gucken gegangen, wie die Situation an der Grenze ist, weil das so chaotisch ist. Dann sagt er, aussteigen, mitkommen. Auto zu machen. Und dann bin ich natürlich mitgegangen. Ich hatte richtig, richtig Angst, Mensch. Dann bin ich mit in die Tankstelle rein. Er hat gesagt, ich soll mich hinsetzen. Und, es ist chaotisch hier. Ich soll mich hinsetzen. Und dann hat er mir erzählt, dass er ganz viele Deutsche kennt. Von früher noch und so. Und ich hatte die ganze Zeit richtig Angst. Nach rechts abbiegen, um auf Ismailov Street zu bleiben. Weil er immer Den irgendwas... Kreisverkehr verlassen. Weil- Danach rechts abbiegen. Die stresst mich gerade noch mehr. Dem Streckenverlauf 1 Kilometer folgen. So, 1 Kilometer hält sie jetzt den Mund. So, und ich hatte richtig Angst, weil er immer so mit Strafe und Strafe und Strafe. Dann kam noch eine Frau dazu, die hat ein bisschen nett mit mir gesprochen. Und am Ende kam raus, also ich bin ja nett und höflich gewesen. Und am Ende kam jetzt raus, als Dimi kam, haben sich Russisch unterhalten, dass wir nichts bezahlen müssen. Ich weiß nicht, ob er das im Laufe des Gespräches festgestellt hat mit mir, dass wir keine Strafe zahlen müssen. Aber mir ist so ein Stein vom Herzen gefallen. Ich hatte die ganze Zeit so Tränen in den Augen, weil ich echt Schiss hatte, was jetzt passiert. Ich weiß ja nicht, kommt jetzt die Polizei oder... Ich verstehe ja nichts und Dimi war nicht da. Aber alles gut gegangen. Die waren am Ende richtig nett. Die waren auch währenddessen nett, aber ich hatte halt einfach die Hose voll. So, genug gequatscht. Wir fahren jetzt zur anderen Grenze. Die ist 81 200 Metern leicht rechts abbiegen. Die ist 81 Kilometer von hier und wir versuchen da einfach unser Glück. Genau. Ja, ich wollte jetzt ein bisschen mal berichten, wie es gerade war. Und für uns war das jetzt heftig, weil es wirklich die erste Grenze war, wo wirklich wir so mit Schleuserbanden zu tun bekommen haben, die, ich weiß nicht inwiefern wie harmlos oder wie schlimm die sind. Keine Ahnung, ich will das auch nicht dramatisieren. Wir sind reingefahren, wir sind anscheinend falsch abgebogen. Und da war so ein Chaos und dieses Chaos haben sie gleich ausgenutzt. Die haben sich mit 5 Mann, 6 Mann haben sie unser Auto umstellt, auch mit der Hand so rein. Katrin hat Fenster runtergemacht, so dass du nicht einfach wegfahren konntest. Und dann fingen sie an, ja komm, für zwei Rubel, sagen sie, zeigen wir dir die Einfahrt, wir zeigen dir, wie das hier funktioniert, wir bringen dich schnell rüber. Und ich habe schon gemerkt, nein, das kann nicht. Das kann nichts Gutes sein. Das war auch so ein beengendes Gefühl, ne? Also ja, man wurde überfallen. Man wurde einfach überfallen und diese Verunsicherung, das ganze Chaos haben sie versucht, oder sogar im Internet steht drin, dass die es ausnutzen, um Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ja, dann habe ich mich entschieden, habe gesagt nein und habe, während die noch mit der Hand da dran hangen, der eine spielte an der Antenne rum, als ob er sie abdrehen wollte, dann habe ich ihn gesehen, dann hat er sie losgelassen. Und dann bin ich einfach abgedreht mit dem Auto und bin umgedreht und bin weggefahren, um einfach erstmal aus diesem Chaos rauszukommen, um
die Gedanken zu sammeln und einfach sich neu zu sortieren. Ja, dann sind wir raus, haben ein bisschen drüber nachgedacht, sind dann zur Tankstelle, Ja. haben uns an der Tankstelle hingestellt, habe ich zu Katrin gesagt, hör mal, ich gehe jetzt, du bleibst jetzt hier im Auto, hier ist niemand, hier bist du in Sicherheit und ich gehe jetzt los und guck mal nach dem Weg, wo die Einfahrt überhaupt ist. Weil du siehst nicht, wo die Einfahrt ist. So unübersichtlich. Genau. Und dann bin ich da los und da ist so ein Chaos und so viele Menschen und das sind, hauptsächlich gehen sie alle zu Fuß rüber und so, ich habe beobachten können, von groß bis klein sind irgendwelche Leute, die versuchen einen irgendwie was zu erzählen, dass sie dir irgendwas helfen wollen, nur um ein bisschen Geld aus der Tasche bei dir rauszuziehen. Also Das war krass. das war heftig. Ich habe das echt nicht gedacht, dass es bis jetzt jeder Grenzübergang, klar ein bisschen mit Stress verbunden, aber sowas habe ich noch nie erlebt. Oh, ja, und dann bin ich irgendwann mal bis zum Tor endlich durchgekommen, wo die ganzen Leute reingehen und habe geguckt, wo fahren hier eigentlich Autos durch. Und bis endlich ein Auto kam und dann ging ein Tor auf und ich sage zu dem Beamten, ich bin mit dem Auto hier, wie komme ich hier rein? Er sagt, ja, hier ist die Straße und dann kannst du hier vor und dann lasse ich dich rein. Und dann bin ich die Straße abgelaufen. Das hätten wir niemals von alleine gefunden. Ich weiß nicht, was das für eine Grenze ist. Also das ist echt chaotisch gewesen. Und ja. Erzähl mal mit dem Warnschild. Ja, und tatsächlich da, wo du mit dem Auto reinfährst, steht ein Warnschild in 3 Sprachen, Kasachisch, Russisch und Englisch, glaube ich, wo geschrieben steht, man soll niemandem vertrauen, der sagt, er arbeitet mit den Beamten zusammen. Das sind Verbrecher, die versuchen, dir Geld aus der Tasche zu ziehen. Man soll niemandem vertrauen und Geld geben, der sagt, er bringt dich über die Grenze rüber. Das sind Schleuserbanden. Die versprechen dir was, die sagen nur 2 Rubel. Später heißt es, da sind dann 2000 Tenge, sind dann auf einmal 4 Euro. Und der an der Tankstelle hat gesagt, dass bis zu 20.000 Tenge, das sind 40 Euro, ziehen sie den Menschen aus der Tasche. Und die können das. Die bringen dich dann in so eine Lage, dass du mit dem Rücken zur Wand bist, dass du dann gar nicht mehr, dass du dich so bedrängt fühlst von 5, 6 Leuten, und du denkst, bevor hier eskaliert und meine Frau ist dabei, dann gebe ich lieber das Geld. Dann, damit die uns in Ruhe lassen. Im Endeffekt haben sie dir nichts geholfen, haben dir nur das Geld aus der Tasche gezogen. Also das war mal eine Erfahrung, die nicht so schön war. Ja. Wir können jetzt auch nicht sagen, ob das Kasachen oder Usbeken waren, oder? Nein, das können wir nicht. Also die sahen alle so unterschiedlich aus, deswegen, wir wollen da auch keine Nationalität irgendwie benennen, weil wir es halt einfach auch gar nicht wissen. Aber mit so einer Erfahrung hier in Kasachstan hätten wir niemals gerechnet. Also das war mal eine andere Hausnummer. So. Und wie... Oh, Leute! Ich bin froh, wenn wir heute stehen. Was für ein Tag! Echt! Oh Gott! Er lacht. Er hat gelacht, weil er gesehen hat, dass Ja, du filmst. ich weiß gar nicht, ob ich ihn drauf habe. So ein schönes Lachen habe ich. Echt. Hat mir gerade gut getan, dass das so. Also die armen LKWs, ne, die stehen ja hier kilometerweit. Boah, jetzt kommt doch noch so ein großer. Es ist eng. Oh mein Gott. Das Bären? Nein. Das sind Schafe. Bären. Die sahen aus wie Bären, kleine Babybären. Boah, das ist ja der Hammer. Wow, wow. Oh mein Gott. Du musst einfach so fahren wie sie. Oh mein Gott, Leute. Ich kann nicht mehr. Dann geht diese Straße. Der
ballert noch durch. Also. Versuche mich die ganze Zeit zu überholen Ja. und schießt sich selber ins eigene Bein. Ja. Miau. Wie cool. Ah. Die sind aber alle gut drauf hier, Mensch. Ah. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, ever, ever. Mama, zur Seite. Was ist das Bild hier? Ah. Guckt euch das an. Ich kann nicht mehr. Ich bin durch. Ich glaube, Demi noch lange nicht. Krass, wir erzählen später. Aber ich bin in Usbekistan. Also, ich habe gerade eine Sprachnotiz von Demi bekommen. Er muss noch durch den Scanner oder durchsucht werden. 10 Autos stehen noch vor ihm. Und es wird schon dunkel. Ich bin gespannt, wie lange es dauert. Also, die Katrin ist schon längst durch und wartet auf mich. Und wir kommen hier einfach nicht vorwärts. Wir stehen hier, wo man uns eigentlich jetzt unsere Autos durchschauen sollte und kommen einfach nicht weiter. Diese ganzen Autos müssen durchsucht werden. Hier ist so ein Chaos. Die schicken dich hin und her, dann musst du das machen, dann musst du dies machen. Du verstehst gar nicht den Sinn, warum du was machst. Und das dauert ewig hier gerade. Und alles schön und gut, aber mir tut halt Katrin jetzt leid, weil die jetzt irgendwo, die ist schon durch, überall. Und muss einfach auf mich warten auf der anderen Seite. Und ja, ganz alleine, versteht die Sprache nicht. Und ja, ich hoffe, das dauert nicht mehr so lange hier. Ja, 3 Stunden später. Nein, 4 Stunden später. Und Demi ist immer noch nicht in Sicht. Es ist stockdunkel, laut, die Mücken beißen mich, ich habe Durst. Oh, aber es gibt auch eine gute Nachricht, die mir hat an der Grenze nachgefragt. Wir haben noch ganze 10 Tage in Kasachstan. Ich freue mich total, dass es doch noch so viele Tage sind. Echt. Ja, so sieht es hier aus. Raus kommt so gut wie nichts und rein ist eine Riesenschlange. Ich bin komplett nass geschwitzt, Leute. Ich habe Angst um unsere Drohne, ehrlich. Also jetzt kann es nicht mehr lange dauern. Ich sehe ihn schon. Aber er meint, es kann sein, alle vor ihm mussten ausräumen. Es kann sein, dass er auch alles ausräumen muss. Ich hoffe nicht. Oh Mann.
Also, ich habe Demi wieder. Willst du erzählen? Ja. Was soll ich erzählen? Schlimmste Grenzübergang ever. Also, die waren nicht unfreundlich oder so, aber es war sehr chaotisch. Wurde es hin und her gejagt. Und ja, ich weiß, wenn das verboten ist, sollte man es nicht mitnehmen. Aber unsere Drohne ist weg. Die haben mich gefragt. Ich konnte nicht, ich habe aus Reflex gesagt, ich habe eine, in der Hoffnung, dass die sagen, okay, der war ehrlich und kann weiterfahren. Ich habe gesagt, aber ich würde nicht in eurem Land filmen. Haben sie gesagt, nee, du gehst jetzt wieder zurück nach Kasachstan. Das heißt, ich musste wieder alle Passkontrollen machen, aber nicht, Gott sei Dank nicht mit dem Auto, sondern zu Fuß. Dann bin ich rüber und dann habe ich einen Beamten dort gesehen, mit dem ich mich am Anfang unterhalten habe. Habe ihm das in die Hand gedrückt und ja, der war natürlich glücklich. Und jetzt ist die Drohne weg. Dann kam ich wieder und dann nach ganz vielen Stunden durften wir jetzt einreisen. Also das war nervig. Ja. Jetzt haben wir keine Drohne mehr. Das war's. Ja, das ist echt bitter. Das ist ein teurer Verlust. Und ja, wir wussten, dass man nach Usbekistan keine Drohne mitnehmen darf. Wir wussten es. Aber irgendwie sind alle Reisenden, die wir getroffen haben, damit durchgekommen. Uns hat halt getroffen und Darf ich noch was sagen? ja. Also es war auch gut, dass ich es zugegeben habe, weil die haben unser Auto sowieso auseinandergenommen und haben alles geguckt, wirklich. Ich weiß nicht, die haben bei jedem. Also vielleicht haben wir einfach falsche Grenze genommen. Und hätte ich nicht gesagt, ich habe eine und die hätten sie dann gefunden, dann hätten sie ein Protokoll aufmachen müssen und wer weiß, was dann passiert wäre. Aber so, da ich von vornherein zugegeben habe, ich habe eine Drohne, haben sie gesagt, ja, darfst du nicht mitnehmen. Habe ich gesagt, oh, okay, sorry. Haben sie gesagt, okay, dann bring sie wieder weg. Und dann tun wir so, als ob nichts gewesen wäre. Gott sei Dank. So, wir haben jetzt noch gar kein Internet. Meine eSIM hat sich noch nicht aktualisiert. Das ist alles voll verschwommen. Wir müssen jetzt gucken, in welche Richtung wir überhaupt fahren müssen. Keine Ahnung. Ja, wir schauen einfach mal. Ihr Lieben, wir stehen endlich und sind dankbar, dass wir hier an irgendeiner Fabrik, wir wissen gar nicht wo, stehen dürfen. Wir haben nachgefragt, ob es okay ist, wenn wir hier eine Nacht stehen und ja, war kein Problem. Also haben wir jetzt hier einen guten Übernachtungsplatz, einen ruhigen, nicht direkt an der Straße. Ja, nach diesem chaotischen Tag beenden wir auch das Video. Es war echt viel los heute und ja, wir wollen euch nicht ohne Segen gehen lassen. Also ihr Lieben, es war ein chaotischer Tag und deswegen, das war so voll und so stressig. Ich habe wirklich, Leute, nichts vorbereitet. Was ich euch mitgeben kann, ist, was ich heute erlebt habe, ist Enttäuschung, zwischenmenschliche Enttäuschung, Chaos, Stress, Verlust von was Wertvollen, was wir sehr, sehr brauchen eigentlich. Ja, und Angst. Angst war auch dabei, Ja. auf meiner Seite. Und in all dem bin ich heute extrem überrascht, dass wir so ruhig geblieben sind. Es ist kein Zorn in unseren Herzen, Nee. kein Wut, kein Hass. Es ist, wir sind trotz dessen irgendwie ausgeglichen. Und wenn ich das menschlich anschaue, das sind wir eigentlich nicht. Katrin meckert schnell, wenn was nicht funktioniert. Ja. Ich bin auch sehr schnell genervt. Und dieser Friede, den Gott uns heute gegeben hat, der ist von Gott. Und Ja. den kann man von sich aus manchmal nicht projizieren. Ja, und diesen Frieden wünsche ich einfach euch in eurem Leben, in euren Familien, in euren Ehen, auf euren Arbeitsplätzen, vielleicht in euren Hobbys, Fußball, Handball, was auch immer. Ja, und dass ihr diesen Frieden habt und Freude im Leben habt. Ich habe jetzt auch vorhin noch ein bisschen gebetet und ich habe
da so einen Gedanken bekommen. Und zwar, ich habe sowas gesehen wie so eine Blume in der Vase, die am Verwelken ist, weil in dieser Vase nicht genug Wasser ist. In der Bibel steht Wasser einerseits für Beziehung mit Gott und für das Wort Gottes. Und ich habe so den Eindruck, dass Gott einen der Zuschauer dazu ruft. Eigentlich will er ruft er jeden in eine Beziehung, dass man regelmäßig zu ihm kommt, mit ihm sich unterhält und Zeit verbringt. Aber da ist diese Blume steht für eine Person, der es gerade nicht gut geht. Und ich habe den Eindruck, Gott ruft dich und sagt, komm zu mir, ich werde dir Wasser des lebendiges Wasser geben, was dir wieder Kraft gibt und Freude gibt, damit du wieder blühen kannst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann weißt du, wir freuen uns immer sehr über ein nettes Kommentar, über deinen Daumen. Und falls du uns noch nicht abonniert hast, fühl dich frei, das jetzt zu tun. Wir haben noch eine kleine Anmerkung. Am Mittwoch kommt kein fortlaufendes neues Video von uns raus, weil wir einmal aussetzen, um das Pakorne-Spezial zu veröffentlichen. Da geht es allein um Dimmisdorf, um die Geschichte von dem Dorf, um ja einfach für die Menschen, die aus Pakorne kommen, dass sie nochmal so zurückversetzt werden in die Zeit. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr das Video auch schaut, ganz klar. Wäre uns eine große Freude und wenn ihr das miterleben möchtet. Ansonsten geht die Reise nächsten Sonntag weiter. Hier in Usbekistan, und wenn du nicht verpassen willst, wie chaotisch Usbekistan noch für uns wird oder ob es nur heute chaotisch war und dann wirklich wunderschön wird. Wir sind gespannt und freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin, ciao! Ihr Lieben, ich würde euch wirklich empfehlen, das nächste Video anzuschauen, auch wenn es nicht das Dorf ist, wo ihr herkommt, aber dieses Dorf hat eine wunderbare Geschichte, eine gute Geschichte und auch eine traurige Geschichte. Sind so viele Schicksale, die da geschehen sind. Und ich glaube, für jeden, der Geschichte mag, für den wird das interessant werden. Also schaltet ein und guckt vorbei.